Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin Turbulix mit Doppel-X und heute ranken wir mal alle Räuber in Emden. Ich habe ja vor ein paar Tagen mal eine Umfrage gemacht und darauf basierend werden wir heute herausfinden, welcher der beste Raub in Emden ist und welcher der schlechteste Raub ist. Und mit dem schlechtesten fangen wir jetzt als allererstes an, nämlich die Nummer 7, der Feldraub. Der Feldraub wurde von wirklich niemandem von euch gewählt, nicht mal in die Kommentare geschrieben und darum ist der bei mir auf jeden Fall auf dem letzten Platz, weil ich habe eigentlich auch noch nie jemanden wirklich im Spiel gesehen, der aktiv Feldraub betreibt. Aber ich kann es natürlich auch verstehen. Man rennt über den Acker und findet sehr selten Sachen und dann nur Sachen, die man auch bei anderen Räuben bekommt. Was man auch da finden kann, sind super viele Nieten, wie zum Beispiel Energy Drinks. Und das, ja, schraubt die Motivation für den Raub schon ziemlich nach unten. Ich hatte ja auch mal eine Update-Idee, nämlich eine Schatztruhe, die man im Feldraub finden kann. Aber bis jetzt ist das leider noch nicht gekommen. Vielleicht kommt das in der Zukunft irgendwann. Aktuell ist auf jeden Fall der Feldraub der wirklich schlechteste Raub. Und darum ist er auf der Platz Nummer 7. Platz Nummer 6 ist der Automatenraub. Der ist Platz 6 geworden, weil nur eine Person reingeschrieben hat, dass er den gerne macht. Und ja, was soll ich sagen, ne? Die Automaten wurden zwar verschönert in der V2, aber es gibt gefühlt deutlich weniger. Weil leider sind die Automaten nicht mal mehr in den Tankstellen drin. Ihr findet die eigentlich nur noch hier oben am Bahnhof und sonst 2, 3 verteilt auf der Map. Also, aber im Endeffekt lohnt es sich nicht, nur Automaten auszurauben. Ist halt so ein Ding, was man mal zwischendurch machen kann. Deswegen Platz Nummer 6. Auf Platz Nummer 5 ist der Shopraub. Ja, war auch im Voting auf dem letzten Platz mit 6%. Ja, deswegen, der Shopraub ist auf jeden Fall auch nicht so beliebt bei den Leuten. Einfach, weil es zu wenig Shops gibt und man da auch wieder zu wenig bekommt. Ist halt auch eher so ein Ding für zwischendurch mal. Wenn man an einem Shop vorbeifährt, dann kann man da halt eben schnell reinrennen und ihn ausrauben. Aber es geht jetzt nicht, dass man halt nur die Shops ausraubt. Und darum ist er auf Platz 5. Auf Platz Nummer 4 ist der Hausraub. Der Hausraub hat auch nicht wirklich viel mehr Votes bekommen als der Shopraub, nämlich 8%. Der Shopraub hatte ja gerade 6%. Und 8% sagen, dass sie den Hausraub am liebsten mögen. Und ja, was soll ich sagen, ne? Der Hausraub ist im Endeffekt das gleiche wie in der V1. Die Häuser sind schöner geworden, von innen und von außen. Aber wenn es um die Möglichkeiten gibt im Hausraub, sind die genauso schlecht wie vorher. Es gibt ein Bild, das man klauen kann und es gibt 3 Tresore, die man mit einem Lockpick öffnen kann. Manchmal hat man aber so unglaublich viele Fehlversuche, also dass man wirklich da steht und 20 Mal E drückt, dann geht der Tresor auf und dann kommt dann 10-Euro-Schein raus, obwohl 4 Cops oder mehr im Dienst sind. Und das ist schon sehr belastend und muss auf jeden Fall gefixt werden. Der Aufwand ist extrem, Leute. Es sind zwar nur 3 Tresore, aber wirklich, wenn du in einem Tresor 20 Versuche brauchst oder mal mehr, mal weniger und dann nur 10 Euro rauskommen, dann ist das wirklich ein Witz und dann machst du den Hausraub einmal und dann nie wieder in deinem Leben. Deswegen ist der Hausraub auch auf Platz 4 gelandet. Kommen wir zu Raub Nummer 3. Der LKW-Raub. Der LKW-Raub hat im Voting 12% bekommen, was ich nicht verstehen kann, weil den mache ich persönlich sogar am liebsten, ne? Aber es ist für mich auch klar, warum ihr den nicht mögt, ne? Der LKW ist sehr schwer zu finden, er wird nicht auf der Minimap angezeigt und ja, man raubt den aus und die Cops kommen eigentlich direkt. Also wenn die sehen, da wird ein LKW ausgeraubt, dann fahren die mit 100 Sachen 80 dahin und wollen richtig schnell da sein. Was beim LKW-Raub gut ist, ist, dass das der erste Raub ist, den man auch durchgängig machen kann. Also ihr müsst jetzt zum Beispiel nicht unbedingt die Bank ausrauben oder die Shops ausrauben. Ihr könnt auch einfach den ganzen Tag die LKWs ausrauben und dann macht ihr auch schon richtig viel Geld. Und da der LKW eigentlich auf jedem Server funktioniert, ist das für mich persönlich mein Lieblingsraub. Kommen wir aber nun zur Nummer 2, der Postraub. Witzigerweise gab es diesen Postraub nicht im Voting, aber so viele haben in die Kommentare geschrieben, dass sie am liebsten den Postraub machen und ich habe den jetzt auch eine Zeit lang gemacht und ich kann es auf jeden Fall verstehen. Gerade durch den neuen Bohrer und dadurch, dass es keine Nieten mehr darin gibt, macht der Postraub wirklich Spaß und es ist echt gut geworden. Es gibt auch sehr viele Poststationen auf der Map und wenn man mit dem neuen Bohrer bohrt, kommen die Cops meistens erst, wenn man fertig ist und dann kann man ganz schnell wegfahren. Ist ziemlich geil, man kann aber den Postraub auch ziemlich gut einbinden, wenn man zum Beispiel LKWs raubt. Wenn man auf einem Server ist, wo nicht viel los ist, kannst du LKWs rauben und Poststationen rauben.
rauben. Und das ist eigentlich eine ziemlich geile Sache. Kommen wir nun zum Platz 1. Und er ist natürlich der Bankraub, Leute. Die Leute lieben ihn und er hat im Voting auch 74% bekommen. Also es ist wirklich krass, Leute. 291 Leute haben abgestimmt und dann 74% mögen den Bankraub am liebsten. Finde ich auf jeden Fall eine geile Sache und ja, beim Bankraub wurde sich auch viel Mühe gegeben in der V2. Der wurde ja komplett überarbeitet von der V1 und ist jetzt wirklich deutlich besser geworden. Man braucht zwar mehr Items, um alles aufmachen zu können, aber dafür ist der Raub viel ertragreicher und auch viel spannender gelöst. Die Bank ist auf jeden Fall der beste Raub, gefolgt vom Postraub und dem LKW-Raub. Wenn ihr diese 3 Sachen ausraubt mit euren Kollegen, dann könnt ihr schon richtig viel Geld machen. Und dann könnt ihr immer noch mal ein Haus ausrauben, die Shops ausrauben, die Automaten ausrauben oder wenn ihr richtig Langeweile habt, macht ihr einen Feldraub. Gut, Leute, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Bei 100 Likes kommt direkt das nächste Video und dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Haut rein und Peace.